Knallharte Abzocke vieler Rentner vor Weihnachten. Das Finanzamt fordert Steuernachzahlungen und gleichzeitig Steuervorauszahlungen von zahlreichen Rentnern. Den Rentnern wird also extrem ins Portemonnaie gegriffen. Das ist teilweise echt krass und sind für viele Rentner keine guten Aussichten. Viele Rentner erleiden kurz vor Weihnachten ein finanzielles Desaster. Mein Name ist Jutta Martin, ich bin Rentnerin und berichte über aktuelle Themen zu Steuern und Renten. Holt euch gerne auch den kostenlosen Report zur Vorbereitung der Steuererklärung und eine Checkliste speziell für Rentner ebenfalls gratis hier unter diesem Video. Seit Jahren sind die Steuern auf Renten ein riesiges Diskussionsthema. Viele Rentner zahlen heutzutage schon Einkommensteuer auf ihre Rente und es werden von Jahr zu Jahr mehr Rentner. Die meisten sind der Meinung, dass die Renten doppelt besteuert werden. Um die Doppelbesteuerung der Rente geht es heute nicht. Also darüber habe ich ja bereits einige Videos veröffentlicht. Kurz vor Weihnachten geht es um ein viel krasseres Thema. Einige Rentner kennen das schon und für viele ist es neu. Steuervorauszahlungen, Steuernachzahlungen, beides zur gleichen Zeit. Egal, ob die Steuererklärung überpünktlich oder auf dem letzten Drücker zum 31. Oktober abgegeben wurde, die Steuerbescheide kommen eigenartigerweise jetzt zum Jahresende. Bei Abgabe im Frühjahr hatten die Finanzämter im Allgemeinen eine sehr lange Bearbeitungsdauer von bis zu 7 Monaten. Also das ist meine persönliche Erfahrung mit den Finanzämtern in diesem Jahr. Bei einer Abgabe der Steuererklärung im Herbst kamen die Bescheide pünktlich nach 2 bis 4 Wochen. In beiden Fällen also kurz vor Weihnachten und das ist für viele bitter. Viele Rentner müssen für das Jahr 2021 Steuern nachzahlen und erhalten gleichzeitig eine Steuervorauszahlung für das Jahr 2022. Also eine Steuervorauszahlung wird in der Regel festgesetzt. Wenn die Nachzahlung mindestens 400 € oder mehr beträgt, dann werden vierteljährliche Vorauszahlungen festgesetzt, um eine hohe Nachzahlung im Folgejahr zu vermeiden. Also die vierteljährliche Vorauszahlung muss mindestens 100 € betragen. Ja, und das Finanzamt kann nachträgliche Vorauszahlungen festsetzen, muss das aber nicht. Die Steuervorauszahlungen sollen dafür sorgen, dass man im Folgejahr nicht so hohe Summen nachzahlen muss. Also von der Sache her ist das also eine vernünftige Regelung, wenn sie gleichmäßig über das Jahr verteilt ist. Wer aber jetzt kurz vor Jahresende den Steuerbescheid über eine Nachzahlung, ja sagen wir mal zum Beispiel von 700 € für das Jahr 2021 erhält, und gleichzeitig am 10. Dezember eine nachträgliche Vorauszahlung für 2022 von ebenfalls 700 € leisten muss, hat eine enorme finanzielle Belastung. Also das ist echt ein großer Schock. Kann man etwas dagegen tun? Meine ehrliche Antwort lautet, nur in ganz wenigen Fällen ist das möglich. Man kann eine Herabsetzung der Vorauszahlungen beantragen, wenn es begründet ist. Das Finanzamt geht davon aus, dass die Einkünfte in den kommenden Jahren in etwa gleich bleiben. In der Regel ist das auch so. In Einzelfällen gibt es aber Abweichungen. Hat zum Beispiel ein Rentner sich für die Einmalzahlung aus einer Betriebsrente entschieden, statt einer monatlichen Rentenzahlung, fällt natürlich einmalig eine hohe Steuer an. Wird diese auch für die künftigen Vorauszahlungen berücksichtigt, kann man einen Herabsetzungsantrag stellen. Auch wenn man für 2022 Handwerkerrechnungen, Aufwendungen für haushaltsnahe Dienstleistungen oder außergewöhnliche Belastungen im überdurchschnittlichen Umfang hatte, kann man einen Antrag auf Herabsetzung der Steuervorauszahlungen stellen. Das ist aber äußerst selten der Fall. Tatsächlich muss man ansonsten
Sowohl die Nachzahlung für 2021 als auch die nachträgliche Vorauszahlung für 2022 akzeptieren und hat keinerlei Möglichkeit, sich davor zu drücken. Für Selbstständige ist eine Steuervorauszahlung Normalität. Rentner müssen erst lernen, damit umzugehen. Warum vierteljährliche und keine monatliche Vorauszahlung, fragen sich viele Rentner. Die Frage ist vollkommen berechtigt, aber monatliche Zahlungen wie bei Arbeitnehmern sind in diesem Fall nicht möglich, aus technischen und organisatorischen Gründen, wie es so schön heißt. Leider muss jeder Betroffene zahlen. Erfolgt die Zahlung nicht pünktlich, wird knallhart ein Säumniszuschlag berechnet. Das ist die bittere Realität. Habt ihr euch schon über die 12 wichtigen Änderungen im Dezember 2022 informiert? Noch nicht? Dann schaut gleich mal rein.